Manchmal sind es die einfachsten Dinge, die uns am meisten schaden. Nicht, weil sie falsch sind, sondern weil wir sie zu lange nicht hinterfragt haben. Wasser. Klar, lautlos, selbstverständlich. Es begleitet uns unser ganzes Leben. Wir trinken es nebenbei, mechanisch, so wie wir atmen. Doch mit den Jahren ändert sich alles. Der Körper verändert sich, der Stoffwechsel wird langsamer, die Signale leiser. Und was früher funktioniert hat, wird plötzlich zur Belastung. Nicht, weil wir etwas falsch machen, sondern weil wir es noch immer so machen wie mit 40. Was früher geholfen hat, kann heute leise schaden. Dem Herzen, den Nieren, der Verdauung, dem Kreislauf. Und das Tückische daran: Sie merken es nicht sofort. Vielleicht fühlen Sie sich häufiger müde. Vielleicht ist Ihr Kopf öfter neblig. Vielleicht schlafen Sie schlechter, wachen durstig auf oder haben Schwindelattacken. All das ist schnell erklärt mit dem Alter, mit dem Wetter, mit einem schlechten Tag. Doch manchmal liegt es einfach nur daran, wie Sie Wasser trinken und wann. Heute sprechen wir über 7 Wassergewohnheiten, die ganz harmlos wirken. Vielleicht denken Sie sogar, so macht man das eben. Aber genau diese Routinen, unauffällig, alltäglich, fast unsichtbar, können Ihre Gesundheit Tag für Tag schwächen, wenn Sie nichts verändern. Doch die gute Nachricht ist, Sie können etwas verändern. Ganz leicht. Ohne Medikamente, ohne Apps, ohne komplizierte Regeln. Nur mit Bewusstsein und mit einer Entscheidung, sich selbst mit mehr Respekt zu begegnen. Wenn Sie zwischen 60 und 80 Jahre alt sind, wenn Sie nicht nur alt werden, sondern dabei klar, ruhig und kraftvoll bleiben möchten, dann ist dieses Video nicht einfach ein Beitrag über Wasser. Es ist ein Gespräch über Achtsamkeit, über Selbstfürsorge, über Würde im Alter. Bleiben Sie also bis zum Schluss dabei. Denn jede der 7 Gewohnheiten, über die wir sprechen werden, lässt sich ändern. Und jede einzelne Entscheidung für Ihren Körper kann heute der Anfang eines besseren Morgens sein. Erste Gewohnheit: Nur trinken, wenn man Durst hat. Viele Menschen glauben, ich trinke, wenn ich Durst habe. Der Körper sagt mir schon, was er braucht. Und früher war das auch richtig, doch mit dem Alter verändert sich das. Das Durstgefühl wird leiser, unzuverlässiger, manchmal bleibt es ganz aus. Was passiert im Körper? Ab etwa 60 Jahren reagiert unser Gehirn nicht mehr so sensibel auf den Flüssigkeitshaushalt. Das heißt, die Signale fürs Ich brauche Wasser kommen zu spät oder gar nicht. Der Körper kann längst unterversorgt sein, während Sie noch denken, es sei alles in Ordnung. Und die Folgen? Nicht Durst, nicht trockener Mund, sondern Müdigkeit, Schwindel, Verstopfung, Konzentrationsprobleme oder Stimmungsschwankungen. All das oft falsch gedeutet, als Alterserscheinung, als Kreislaufproblem. Dabei fehlt dem Körper nur eins: Wasser zur richtigen Zeit. Ein Beispiel aus dem Alltag. Ich erinnere mich an einen Mann namens Bernd, 64 Jahre alt. Er war ein ruhiger, ordentlicher Mensch, der viel las und allein lebte. Er sagte: Ich habe keinen Durst, warum sollte ich mich zwingen zu trinken? Sein Tag bestand aus einer Tasse Tee am Morgen, Suppe zum Mittag und sonst fast nichts. Aber Bernd klagte über häufige Schwindelanfälle, plötzliche Schwäche, trockene Haut, Verstopfung, als sein Arzt ihm riet, regelmäßig kleine Mengen Wasser zu trinken. Unabhängig vom Durstgefühl zögerte er. Aber er probierte es aus. Und nach nur 10 Tagen sagte er: Ich wache leichter auf, ich bin klarer im Kopf, selbst meine Laune ist stabiler. Warum ist das im Alter besonders wichtig? Weil der Körper weniger Wasser speichert, die Nieren langsamer arbeiten, das Blut schneller eindickt und die Gefäße empfindlicher werden. Das heißt, der Bedarf steigt. Doch der innere Hinweis fehlt. Der Körper schweigt. Und genau deshalb müssen Sie handeln, bevor das Schweigen zur Erschöpfung wird. Wie erkennen Sie, dass Sie zu wenig trinken, obwohl Sie keinen Durst haben? Achten Sie auf: trockene Lippen, trockene Haut, dunklen Urin, plötzliche Müdigkeit, Gedächtnislücken oder Reizbarkeit oder Verstopfung.
Das sind stille Hinweise auf einen Mangel, kein Alarm, kein Schmerz, nur leises Nachlassen. Was können Sie tun? Konkret und einfach? Vergessen Sie die berühmten 2 Liter am Tag. Es geht nicht um Quantität, sondern um Rhythmus. Trinken Sie morgens ein Glas Wasser, direkt nach dem Aufstehen. Danach alle 1,5 bis 2 Stunden ein halbes Glas. Vor und nach Medikamenten unbedingt Wasser. Und abends nur noch wenig, aber nicht gar nichts. Das Ziel ist nicht viel trinken. Das Ziel ist rechtzeitig trinken. Ein kleiner Rhythmus, der viel verändert. Stellen Sie ein kleines Glas neben Ihren Lieblingssessel, einen Becher auf den Nachttisch, ein Glas in die Küche. Nicht um sich zu zwingen, sondern um sich zu erinnern. Sie leben und Ihr Körper lebt mit Ihnen. Geben Sie ihm Wasser, bevor er darum bittet. Zweite Gewohnheit: zu viel Wasser auf einmal trinken. Vielleicht kommt Ihnen diese Situation bekannt vor. Sie sind den ganzen Tag unterwegs. Sie waren beschäftigt, haben nicht ans Trinken gedacht. Und plötzlich, am Abend, fällt es Ihnen ein: Ich habe heute fast nichts getrunken. Also holen Sie ein großes Glas. Oder 2. Sie trinken schnell, viel und denken, jetzt habe ich es ausgeglichen. Doch was Sie gerade gemacht haben, ist kein Ausgleich. Es ist eine Überforderung für Ihren Körper. Was passiert, wenn Sie zu viel auf einmal trinken? Vor allem im Alter ist der Körper nicht mehr so belastbar. Die Nieren arbeiten langsamer, der Kreislauf reagiert empfindlicher und das Herz trägt mehr Verantwortung. Wenn Sie plötzlich große Mengen Wasser zu sich nehmen, verdünnt sich das Blut zu schnell, wichtige Elektrolyte wie Natrium und Kalium werden ausgespült, der Blutdruck kann schwanken und das Herz muss schlagartig mehr Volumen verarbeiten. Statt Entlastung spürt der Körper Stress. Was Sie fühlen können: Blähungen, Unwohlsein, Übelkeit, Druck im Magen, häufiges Wasserlassen, besonders nachts oder sogar Schwindel. Und das alles nur, weil Sie versucht haben, gut zu sich zu sein. Aber zur falschen Zeit und im falschen Maß. Ein Beispiel aus dem Alltag. Ich denke an eine Frau namens Gisela, 78 Jahre alt. Sie war diszipliniert, ordentlich, sehr strukturiert. 6 Gläser Wasser am Tag, sagte sie stolz. Aber alle 6 nachmittags. Warum? Weil sie tagsüber beschäftigt war. Und weil sie nicht ständig zur Toilette laufen wollte. Das Ergebnis? Schwere Beine, Blähbauch, schlechter Schlaf, nächtliche Toilettengänge und ein Gefühl von innerer Unruhe. Erst als sie begann, das Trinken über den Tag zu verteilen, in kleinen Schlucken, verschwanden diese Beschwerden. Sie sagte: Ich dachte, ich tue mir etwas Gutes, aber ich habe mich überfordert. Warum ist das im Alter so entscheidend? Weil die Nieren nicht mehr alles auf einmal verarbeiten können, der Wasserelektrolythaushalt schneller kippt, das Herz sensibler reagiert und der Schlaf kostbarer wird. Wer abends literweise Wasser trinkt, raubt sich selbst die Ruhe, die er nachts so dringend braucht. Was tun? Was hilft wirklich? Statt große Mengen auf einmal zu trinken, trinken Sie kleine Mengen regelmäßig. Alle 1-2 Stunden, ein halbes Glas oder 100 Milliliter nach dem Aufstehen. Zwischen den Mahlzeiten, vor Medikamenten und abends maximal 100 Milliliter, nicht mehr. Ihr Körper liebt Kontinuität, nicht Extreme. Ein Bild zum Mitnehmen. Stellen Sie sich Ihren Körper wie einen trockenen Schwamm vor. Wenn Sie ihn langsam und behutsam befeuchten, saugt er das Wasser auf. Wenn Sie ihn übergießen, läuft alles einfach daran vorbei. Genauso ist es mit Ihrem Körper. Er braucht nicht viel auf einmal, sondern ein bisschen, aber dafür immer wieder. Fazit: Trinken Sie nicht nach Gefühl. Trinken Sie nach Rhythmus, nicht um eine Pflicht zu erfüllen, sondern um Ihrem Körper zu zeigen: Ich bin für dich da, nicht erst, wenn es brennt. Dritte Gewohnheit: Kein Wasser am Abend oder vor dem Schlafen. Diese Gewohnheit ist weit verbreitet und sie wirkt auf den ersten Blick absolut vernünftig. Viele ältere Menschen trinken ab dem späten Nachmittag bewusst kein Wasser mehr. Warum? Um nachts nicht zur Toilette zu müssen, um nicht aus dem Schlaf gerissen zu werden,
um kein Risiko einzugehen, im Dunkeln zu stürzen. Ein ruhiger Schlaf, das ist verständlich, aber diese Entscheidung hat einen Preis, einen, den viele erst viel später bemerken. Was passiert, wenn Sie abends auf Wasser verzichten? Während wir schlafen, arbeitet unser Körper weiter. Das Herz schlägt, das Gehirn verarbeitet, die Nieren filtern, die Leber entgiftet, die Haut atmet. Und all das braucht wie Wasser. Wenn Sie abends dehydriert ins Bett gehen, wacht Ihr Körper am Morgen auf mit trockenem Mund, Kopfschmerzen, Muskelkrämpfen, Unruhe, niedrigem Blutdruck oder erhöhtem Puls. Ein Beispiel aus dem Alltag. Ein Mann namens Klaus, 82 Jahre alt, berichtete: Mein Nachbar hat mir gesagt, trink nach 19 Uhr nichts mehr, sonst bist du die ganze Nacht wach. Klaus hielt sich daran. Er trank abends keinen Tropfen. Anfangs schlief er tatsächlich ruhiger. Doch nach einigen Wochen bemerkte er etwas anderes. Er wachte morgens mit Herzklopfen auf. Sein Mund war trocken wie Watte. Manchmal wurde ihm beim Aufstehen schwarz vor Augen. Sein Arzt hörte zu und sagte nur einen Satz: Ihr Körper leidet nachts durstig. Die Empfehlung war einfach: 100 Milliliter Wasser 1 Stunde vor dem Schlafen. Und ein kleines Glas griffbereit am Bett. Klaus probierte es aus. Und nach wenigen Tagen fühlte sich sein Morgen anders an. Klarer, ruhiger, stabiler. Warum ist das im Alter besonders wichtig? Weil der Wasserverlust über Nacht durch Atmung und Stoffwechsel steigt, das Blut ohne Wasser dicker wird und das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte in den frühen Morgenstunden besonders hoch ist. Viele dieser Risiken haben eine stille Ursache: nächtliche Dehydration. Was ist die Lösung? Wie finden Sie die richtige Balance? Trinken Sie nicht zu viel, aber auch nicht nichts. 100 Milliliter lauwarmes Wasser 1 bis 2 Stunden vor dem Zubettgehen reichen oft völlig aus. Wenn Sie Medikamente am Abend einnehmen, niemals ohne Wasser. Halten Sie ein kleines Glas auf dem Nachttisch bereit, für den Fall, dass Sie nachts aufwachen. Wenn Sie Angst vor dem nächtlichen Gang zur Toilette haben, sorgen Sie für gutes Licht. Räumen Sie Wege frei. Und trainieren Sie Ihre Blase sanft, indem Sie tagsüber bewusst trinken und abends rechtzeitig pausieren. Was Sie nicht tun sollten: komplett auf Abendwasser verzichten. In der zweiten Tageshälfte nichts mehr trinken. Den Körper austrocknen lassen, nur um besser zu schlafen. Denn guter Schlaf entsteht nicht durch Verzicht, sondern durch Gleichgewicht. Ihr Körper ruht nachts nicht, also versorgen Sie ihn auch nicht wie im Ruhezustand. Ein paar Schlucke Wasser am Abend sind keine Belastung, sondern eine Einladung an Ihren Körper, die Nacht gut zu überstehen. Fazit: Sie brauchen keine vollen Gläser vor dem Schlafengehen, aber ein trockener Schlaf ist kein gesunder Schlaf. Wenn Sie sich morgens erschöpft, trocken oder unruhig fühlen, liegt die Lösung vielleicht nicht in mehr Schlaf, sondern in mehr Wasser. 4. Gewohnheit: Wasser durch Tee, Kaffee oder Saft ersetzen. Viele Menschen sagen: Ich trinke doch genug, jeden Tag Tee, Kaffee, manchmal ein Glas Saft, das zählt doch auch, oder? Und ja, es sind Flüssigkeiten. Sie sind warm, sie schmecken gut, sie tun gut. Aber nicht jede Flüssigkeit erfüllt die Aufgabe von Wasser. Gerade im Alter ist es entscheidend, zwischen Genuss und echter Hydrierung zu unterscheiden. Was ist das Problem an Tee, Kaffee und Säften? Kaffee und schwarzer Tee enthalten Koffein. Das wirkt harntreibend. Der Körper verliert mehr Flüssigkeit, als er bekommt. Säfte, besonders gekaufte, enthalten viel Zucker. Und Zucker hat die Eigenschaft, Wasser aus den Zellen zu ziehen. Das bedeutet, nach einem Glas Saft sind Sie oft durstiger als vorher. Und auch Kräutertees, selbst wenn sie koffeinfrei sind, belasten den Körper leicht. Sie müssen verarbeitet, gefiltert, weitergeleitet werden. Wasser dagegen verlangt nichts. Es kommt an und tut einfach seinen Dienst. Ein Beispiel aus dem Alltag. Ich denke an ein Ehepaar, Dieter und Helga, beide Anfang 70.
Morgens Kaffee, mittags schwarzer Tee, abends Orangensaft. Wasser selten. »Wir trinken doch den ganzen Tag«, sagten sie. Und trotzdem klagten beide über trockene Haut, Kopfschmerzen, Blutdruckschwankungen und ständige Müdigkeit. Als ihr Arzt ihnen riet, 2 dieser Getränke am Tag durch stilles Wasser zu ersetzen, waren sie skeptisch. Doch sie probierten es. Nach einer Woche spürten sie beide: weniger Kopfschmerzen, besserer Schlaf, klarerer Kopf und sogar weniger Heißhunger auf Süßes. Dieter sagte: »Ich wusste nicht, wie durstig ich war, obwohl ich den ganzen Tag etwas getrunken habe.« Was passiert im Körper, wenn Wasser fehlt, trotz Getränken? Die Zellen trocknen langsam aus. Die Gelenke verlieren ihre natürliche Gleitfähigkeit. Die Nieren arbeiten unter höherem Druck. Die Haut spannt. Die Verdauung wird träge. Das Gehirn wird schlechter durchblutet. Und all das, obwohl man denkt, man trinkt genug. Was tun? Wie können Sie Wasser wieder zur Priorität machen? Trinken Sie vor jedem Kaffee oder Tee ein halbes Glas Wasser. Ersetzen Sie einen Teil Ihres Safts durch Wasser, zum Beispiel 1,1 gemischt. Denken Sie daran: Kaffee und Tee sind Genuss, nicht Versorgung. Zählen Sie sie nicht mit in Ihre tägliche Wassermenge. Wenn Sie Wasser langweilig finden, trinken Sie es mit einem Spritzer Zitrone, frischer Minze, einer Gurkenscheibe. Nicht um es zu verstecken, sondern um es sich wieder anzufreunden. Die Wahrheit ist einfach: Tee wärmt, Kaffee weckt, Saft schmeckt, aber nur Wasser versorgt. Fazit: Wasser braucht keine Aromen, kein Koffein, kein Zucker, keine Farbe. Es ist schlicht, es ist klar. Und es ist genau das, was Ihr Körper, besonders im Alter, am meisten braucht. Nicht statt Kaffee, nicht statt Saft, sondern zusätzlich. Still, regelmäßig, verlässlich. 5. Gewohnheit: kein Wasser während der Mahlzeiten. Vielleicht haben Sie diesen Satz auch schon einmal gehört. Wasser während des Essens ist ungesund. Es verdünnt die Magensäure. Viele Menschen, gerade im höheren Alter, folgen dieser Regel seit Jahrzehnten. Kein Wasser zum Essen, kein Trinken am Tisch. Der Magen soll ungestört arbeiten. Aber was gut gemeint ist, kann schnell zur Belastung werden, besonders für einen alternden Körper. Woher kommt dieser Mythos und warum stimmt er nicht? Früher glaubte man, dass Wasser die Verdauungssäfte verdünnt und damit die Effizienz des Magens mindert. Aber die moderne Wissenschaft sagt, der Körper reguliert selbst, wie viel Magensäure er produziert. Wenn Sie trinken, passt er sich automatisch an. Und mehr noch, ein wenig Wasser zur Mahlzeit unterstützt die Verdauung. Es stört Sie nicht. Was passiert, wenn Sie beim Essen nichts trinken? Die Nahrung bleibt länger im Magen. Sie wird schlechter zerkleinert. Die Schleimhäute trocknen aus. Das Schlucken wird schwieriger, besonders bei trockener oder fester Nahrung. Es kann zu Sodbrennen, Völlegefühl oder Verstopfung kommen. Gerade bei älteren Menschen, die ohnehin weniger Speichel produzieren, wird jede Mahlzeit zu einer Anstrengung, wenn kein Wasser in der Nähe ist. Ein Beispiel aus dem Alltag. Ich erinnere mich an einen Mann namens Manfred, 75 Jahre alt. Er war sehr gesundheitsbewusst und aß immer trocken. Kein Trinken während des Essens. »Ich will meine Magensäure nicht verwässern«, sagte er. Doch nach jeder Mahlzeit spürte er ein unangenehmes Druckgefühl, Probleme beim Schlucken, häufiges Sodbrennen und eine bleierne Müdigkeit. Sein Arzt riet ihm: Trinken Sie ein halbes Glas lauwarmes Wasser während des Essens, in kleinen Schlucken. Manfred war skeptisch, aber er probierte es aus. Nach nur wenigen Tagen war das Essen leichter, das Gefühl danach angenehmer und die Beschwerden deutlich reduziert. Was bringt Wasser während des Essens? Es erleichtert das Schlucken. Es unterstützt die Magenbewegung. Es hilft beim Auflösen und Transportieren der Nährstoffe. Es schützt die Schleimhäute vor Reizstoffen. Es verhindert, dass man zu schnell zu viel isst, denn das Wasser vermittelt ein sanftes Sättigungsgefühl. Wie trinkt man richtig zur Mahlzeit?
Keine großen Mengen, kein ganzes Glas auf einmal. Nur kleine Schlucke, idealerweise lauwarm oder Zimmertemperatur. Trinken Sie vor dem Essen ein wenig, währenddessen ganz bewusst und langsam. Kalte Getränke meiden, sie verlangsamen die Verdauung. Besonders wichtig im Alter, der Speichelfluss nimmt ab. Der Magen reagiert empfindlicher. Die Schleimhäute sind trockener. Ein wenig Wasser zur richtigen Zeit macht das Essen wieder zu dem, was es sein sollte. Eine nährende, angenehme Erfahrung, nicht eine Herausforderung. Fazit: Wasser zum Essen ist keine Schwäche. Es ist eine kluge, körperbewusste Entscheidung. Vergessen Sie alte Regeln, wenn sie Ihnen nicht gut tun. Und erinnern Sie sich, der Körper braucht keine Härte. Er braucht Unterstützung. Ein paar Schlucke Wasser können genau das sein, was Ihre Verdauung wieder in Fluss bringt. 6. Gewohnheit: Ständig kaltes Wasser trinken. Ein heißer Tag. Sie kommen von draußen. Sie öffnen den Kühlschrank, greifen nach der Flasche und trinken einen großen Schluck eiskaltes Wasser. Es fühlt sich erfrischend an. Klar, rein, belebend, fast wie eine kleine Erholung für den Körper. Doch genau diese Erfrischung ist es, die Ihrem Körper im Alter still und leise schaden kann. Warum ist kaltes Wasser für ältere Menschen problematisch? Mit zunehmendem Alter wird der Körper empfindlicher gegenüber Temperaturreizen. Die Verdauung verlangsamt sich. Die Blutgefäße reagieren schneller mit Verengung. Die innere Heizung, also der Temperaturausgleich, arbeitet langsamer. Wenn Sie kaltes Wasser trinken, ziehen sich die Blutgefäße im Magen-Darm-Bereich zusammen, die Verdauung wird kurzfristig blockiert. Das Herz muss mehr leisten, um die Temperatur auszugleichen, und Ihr gesamtes System wird aus seinem natürlichen Rhythmus gebracht. Was können Sie spüren? Kältegefühl im Magen, Blähungen, langsameres Verdauen, Appetitlosigkeit, ein allgemeines Gefühl von Trägheit oder sogar inneres Frösteln. Selbst bei Sommerhitze. Ein Beispiel aus dem Alltag. Ich erinnere mich an eine Frau namens Doris, 81 Jahre alt. Eine wache, freundliche, kluge Frau. Sie hatte einen festen Tagesablauf. Ein Krug mit Eiswasser stand immer neben ihrem Sessel. Sie trank es zu jeder Mahlzeit, zwischendurch, oft sogar direkt nach dem Aufwachen. Aber sie klagte immer wieder über Blähungen, Appetitlosigkeit, Völlegefühl und merkwürdige Kältegefühle, selbst im Sommer. Als ihr Arzt ihr vorschlug, nur eine Woche auf Wasser in Zimmertemperatur umzusteigen, war sie erst skeptisch. Doch nach wenigen Tagen sagte sie: Ich fühle mich leichter, mein Bauch ist ruhiger, ich bin wacher und nicht mehr innerlich verkrampft. Was bewirkt Wasser in Raumtemperatur? Es unterstützt die Verdauung. Es fließt sanft durch den Körper. Es belastet das Herz-Kreislauf-System nicht. Es bewahrt die Wärmebalance im Inneren. Und es hilft dem Körper, seine natürliche Ruhe zu bewahren. Gerade morgens oder auf nüchternen Magen kann kaltes Wasser den ganzen Rhythmus stören. Zimmertemperatur dagegen unterstützt sie. Was tun in der Praxis? Lassen Sie Wasser draußen stehen, nicht im Kühlschrank. Verzichten Sie auf Eiswürfel. Trinken Sie langsam in kleinen Schlucken. Wenn Ihnen Wasser zu fade erscheint, geben Sie einen Spritzer Zitrone oder ein Blatt Minze hinein. Das erfrischt, aber ohne den Temperaturschock. Trinken Sie bei Hitze zwar regelmäßig, aber nie hastig und nie eiskalt. Wann ist kaltes Wasser erlaubt? Natürlich dürfen Sie sich ab und zu ein kühles Getränk gönnen. Nach dem Spaziergang, nach dem Garten, als kleine Erfrischung. Aber nicht als Dauerroutine, nicht zu jeder Mahlzeit. Und niemals als Ersatz für gleichmäßige, sanfte Hydrierung. Fazit: Ihr Körper ist kein Kühlschrank. Er ist ein lebendiger, warmer Organismus. Und Wasser sollte zu ihm passen, nicht gegen ihn arbeiten. Raumtemperatur ist kein Verzicht, sondern eine Einladung. An Ihren Magen, an Ihre Verdauung, an Ihr Herz. Ruhiger, harmonischer und gesünder zu arbeiten. 7. Gewohnheit: Weniger trinken aus Angst vor Inkontinenz. Über diese Gewohnheit spricht man selten offen, denn sie ist mit Scham behaftet, mit Unsicherheit,
Mit Rückzug. Viele ältere Menschen trinken absichtlich weniger Wasser, nicht weil sie keinen Durst haben, sondern weil sie Angst haben. Angst, zu oft zur Toilette zu müssen. Angst, es nicht rechtzeitig zu schaffen. Angst vor peinlichen Situationen. Angst vor Inkontinenz. Und diese Angst ist verständlich. Aber die Strategie, sie zu vermeiden, kann den Körper leise und stetig schwächen. Warum ist diese Gewohnheit so gefährlich? Wer aus Angst vor Kontrollverlust weniger trinkt, glaubt, das Problem unter Kontrolle zu haben. Doch in Wahrheit entsteht ein Teufelskreis. Der Urin wird konzentrierter, die Blase wird gereizt. Die Schleimhaut entzündet sich leichter. Der Harndrang wird nicht weniger, sondern häufiger und oft dringender. Gleichzeitig leidet der gesamte Körper unter Flüssigkeitsmangel. Die Nieren arbeiten schwerfälliger. Giftstoffe werden schlechter ausgeschieden. Die Haut wird trocken. Der Kreislauf wird instabil und das Infektionsrisiko steigt. Die Angst vor Inkontinenz führt so zu genau dem Zustand, den man vermeiden wollte. Ein Beispiel aus dem Alltag. Ich erinnere mich an eine Frau namens Ingrid, 76 Jahre alt, klar im Kopf, ordentlich, stolz auf ihre Selbstständigkeit. Sie sagte leise: „Ich trinke nur sehr wenig, sonst muss ich ständig rennen. Und wenn ich unterwegs bin, das ist mir unangenehm." Doch mit der Zeit kamen Beschwerden. Wiederkehrende Blasenentzündungen, Schmerzen beim Wasserlassen, ziehende Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und eine ständige innere Unruhe. Ihr Arzt hörte ihr zu, ohne Druck, ohne Urteil, und sagte: „Ihr Körper schützt sich, aber nicht, indem er verzichtet, sondern indem er regelmäßig versorgt wird." Er gab ihr einen Plan. Kleine Mengen Wasser über den Tag verteilt, am Nachmittag langsamer, abends weniger, dazu gezieltes Training für den Beckenboden. Ingrid hielt sich daran. 1 Monat später sagte sie: „Ich habe weniger Angst, weil mein Körper wieder mit mir arbeitet." Was können Sie konkret tun? Trinken Sie regelmäßig kleine Mengen. 100 Milliliter pro Stunde reichen oft völlig aus. Vermeiden Sie harntreibende Getränke wie Kaffee, schwarzen Tee oder Alkohol. Beenden Sie die Trinkphase spätestens 2 Stunden vor dem Schlafengehen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin über gezielte Übungen zur Stärkung des Beckenbodens. Halten Sie die Wege zur Toilette frei, gut beleuchtet und sicher. Akzeptieren Sie, dass Inkontinenz kein Tabu ist, sondern ein häufiges behandelbares Thema. Was Sie nicht tun sollten: Wasser als Feind betrachten, sich selbst bestrafen, indem Sie auf Flüssigkeit verzichten, die Scham größer werden lassen als Ihre Gesundheit. Denn Wasser ist kein Risiko. Wasser ist Teil der Lösung. Fazit: Ihr Körper verdient Versorgung, nicht Einschränkung. Ihre Angst verdient Verständnis, aber nicht die Kontrolle über Ihre Gesundheit. Wenn Sie sich bewusst, sanft und regelmäßig mit Wasser versorgen, geben Sie Ihrem Körper die Kraft, sich selbst zu regulieren und sich nicht länger zu wehren. Denn wer weniger trinkt, verliert nicht nur Flüssigkeit, er verliert auch Energie, Klarheit und Lebensqualität. Abschluss: ein neuer Rhythmus, der Leben zurückgibt. Mit 30, 40 oder 50 denken wir kaum darüber nach. Wir trinken, wenn wir durstig sind. Unser Körper funktioniert, zuverlässig, automatisch. Aber mit zunehmendem Alter verändert sich etwas. Die Signale werden schwächer. Der Rhythmus verschiebt sich, die Reaktion verlangsamt sich. Und plötzlich sind es kleine Gewohnheiten, alltäglich, unscheinbar, die uns Tag für Tag Kraft entziehen, ohne dass wir es merken. Heute haben wir 7 solcher Gewohnheiten betrachtet. Trinken nur bei Durst. Zu viel auf einmal trinken. Kein Wasser am Abend oder vor dem Schlafen. Wasser durch Tee, Kaffee oder Saft ersetzen. Kein Wasser während der Mahlzeiten. Ständig kaltes Wasser trinken. Weniger trinken aus Angst vor Inkontinenz. Jede für sich wirkt harmlos. Zusammen aber können sie genau das schwächen, was sie im Alter am meisten brauchen. Ihre Konzentration, ihre Energie, ihre Verdauung,
Ihre Stabilität, Ihre Erholung in der Nacht. Die gute Nachricht: Sie müssen nichts Großes verändern. Sie brauchen keine App, kein Messgerät, keine strengen Regeln. Alles, was es braucht, ist ein neues Bewusstsein, ein sanfter Rhythmus, ein bisschen Achtsamkeit. Wasser kann heilen, Wasser kann stabilisieren, Wasser kann klären, nicht nur den Körper, sondern auch das Lebensgefühl. Ein paar Fragen zum Schluss. Welche dieser Gewohnheiten haben Sie bei sich erkannt? Welche begleiten Sie vielleicht schon seit Jahren? Und bei welcher fühlen Sie sich bereit, etwas zu ändern? Schon eine kleine Veränderung kann spürbar Großes bewirken. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, wenn Sie sich verstanden, gesehen oder inspiriert gefühlt haben, dann freuen wir uns, wenn Sie diesem Video ein Gefällt mir geben und den Kanal abonnieren. Aktivieren Sie gern die Glocke, damit Sie auch künftig keine Inhalte verpassen, die Ihnen Kraft, Klarheit und Vertrauen schenken sollen. Und schreiben Sie uns gern in die Kommentare: Welche Erkenntnis nehmen Sie mit? Welche neue Trinkgewohnheit möchten Sie ab morgen ausprobieren? Wir lesen alles und Ihre Gedanken sind das, was uns weitermachen lässt. Danke, dass Sie heute dabei waren, für Ihre Zeit, Ihre Offenheit und Ihre Bereitschaft, auf sich selbst zu hören. Denn gesund älter zu werden, beginnt nicht mit Medikamenten, sondern mit Respekt für den eigenen Körper und für die kleinen Entscheidungen, die jeden Tag zählen.